Stell dir vor, du wachst in Deutschland auf. Der Radiowecker dudelt keine Musik, sondern Nachrichten über neue Haushaltslöcher, über weitere Milliarden für Kriege, die nicht deine sind, über Steuererhöhung, über eine Vermögensabgabe, die vielleicht schon morgen Realität ist. Politiker reden von Solidarität, aber in Wahrheit meinen sie deine Ersparnisse. Jeden Tag neue Vorschriften, neue Formulare, neue Kontrollen. Digitales Bargeld soll eingeführt werden. Vermögen sollen registriert, Daten verknüpft, Bewegungen überwacht werden. Europa baut, Stück für Stück, ein Kontrollsystem auf, das so groß und schwer ist, dass niemand ihm entkommen soll. Und du weißt, wenn ein Staat groß ist, dann wächst auch sein Appetit. Ein riesiger bürokratischer Apparat, der immer mehr will, immer mehr verlangt, immer tiefer in dein Leben greift. Du siehst es in Deutschland, du siehst es in Brüssel. Immer neue Gesetze, immer neue Regeln, immer weniger Luft. Und dazu die Angst vor dem, was noch kommen könnte. Ein Krieg, der dich plötzlich wieder ganz direkt betrifft. Wehrpflicht für deine Kinder und Enkel. Neue Zwangsmaßnahmen unter dem Deckmantel der Krisen. All das ist nicht mehr Theorie. All das steht direkt vor deiner Tür. Und dann stell dir etwas anderes vor. Ein kleiner Staat, eine Insel, irgendwo im endlosen Blau der Karibik. Ein Land, das so klein ist, dass es gar nicht die Ressourcen hat, ein Kontrollmonster aufzubauen. Wo es keine digitalen ID-Systeme gibt, die jeden deiner Schritte speichern. Keine Steuerpolizei, die dein Konto in Echtzeit überprüft. Keine Drohung einer Vermögensabgabe. Stattdessen ein Ort, wo die Regierung vor allem daran interessiert ist, dass Menschen kommen, investieren, konsumieren, leben. Stell dir vor, du wachst dort auf. Das Rauschen des Meeres statt Sirenen der Politik. Die Sonne auf deiner Haut, nicht der kalte Blick des Finanzamts. Eine Regierung, die dich nicht als Einnahmequelle betrachtet, sondern als willkommene Ergänzung. Kein endloses Kontrollsystem, keine überbordende Bürokratie, keine drückenden Steuern. Ein kleines Land, das versteht, dass es nur gedeiht, wenn es dich willkommen heißt. Und jetzt stell dir das Leben eines Pensionärs dort vor. Deine Rente, die in Deutschland kaum reicht, reicht hier doppelt. Statt grauen Wintersmog hast du türkisblaues Meer. Statt endloser Formulare hast du einfache Verfahren. Du sitzt morgens auf einer Veranda mit Blick auf Palmen, mittags gehst du vielleicht zum Markt und kaufst Obst, das noch nach Sonne riecht. Abends sitzt du mit anderen Auswanderern am Strand, jeder mit seiner eigenen Geschichte, aber alle mit demselben Ziel. Mehr Freiheit, weniger Kontrolle. Und das Beste, du musst Europa nicht aufgeben. Mit einem Flug bist du in London, Frankfurt oder Paris. Du kannst deine Familie besuchen, deine Ärzte, deine alten Freunde. Du kannst reisen, wann immer du willst. Aber dein Zuhause ist nicht mehr das graue Land der Steuern und Sorgen. Dein Zuhause ist ein kleiner, freier Ort, den die großen Apparate dieser Welt nicht erreichen. Und genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Frage. Wenn nicht hier, wo dann? Wenn nicht in Deutschland, wo der Staat dich immer enger umschlingt, und nicht in der EU, wo die Apparate immer größer und schwerfälliger werden, warum dann nicht dort, wo Größe keine Rolle spielt? Warum nicht in einem Land, das so klein ist, dass es gar nicht die Mittel hätte, dich lückenlos zu überwachen, selbst wenn es wollte? Die Karibik besteht aus Dutzenden solcher Länder und Inseln. Jede hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Eigenarten, ihren eigenen Klang. Manche sind sicher und stabil, andere wilder. Manche bieten steuerliche Vorteile, andere vor allem Ruhe und Natur. Sie sind wie Perlen auf einer Kette, ähnlich, aber nie gleich. Und genau deshalb lohnen sie einen genaueren Blick. Stell dir vor, du wanderst diese Kette ab, Insel für Insel. Du setzt dich in Gedanken auf jede dieser Veranden, schaust auf jede dieser Buchten, hörst den Klang jeder dieser Sprachen. Und irgendwann spürst du, hier könnte es sein. Hier könnte ich leben, älter werden, frei sein. Schließ die Augen und hör das Meer atmen. Stell dir vor, du bist am Ende eines langen Lebensweges angekommen. Voller Kilometer, voller Erfahrungen, voller Spuren und vor dir öffnet sich die Karibik wie eine Einladung. 13 Inseln, jede mit einer eigenen Stimme, jede mit einem eigenen Rhythmus, jede mit einem Versprechen für die Jahre, die kommen. Die erste Stimme gehört St. Kitts und Nevis. 2 kleine Inseln, geboren aus Zuckerrohrfeldern und britischen Kanonenstellungen. Auf St. Kitts thront noch immer das Brimstone Hill Fortress, UNESCO-Welterbe,
steinerner Zeuge von Sklavenarbeit und Kolonialkriegen. Doch heute ist die Festung nicht mehr Symbol der Unterdrückung, sondern ein Aussichtsbalkon in eine Zukunft ohne Steuerlast. Denn seit 1980 erhebt dieses Land keine persönliche Einkommensteuer mehr. Für viele Pensionäre bedeutet das Ruhe für die Finanzen und Ruhe für die Seele. Wer hier auf Nevis in einer Holzveranda sitzt, spürt, wie die Vergangenheit schwer ist und die Gegenwart leicht. Nicht weit davon, und doch eine ganz andere Welt, breitet sich das Smaragd-Archipel der Bahamas aus. Über 700 Inseln, ein Kranz aus Glas und Smaragd. Miami ist nur einen Katzensprung entfernt, was es noch einfacher macht. Hier gibt es US Pre-Clearance. Man steigt in Nassau ins Flugzeug und landet in Miami oder New York wie ein Inlandsreisender. Und während die Welt draußen über Steuern diskutiert, gilt hier das einfache Gesetz der Null. Keine Einkommensteuer, keine Kapitalertragssteuer, keine Erbschaftssteuer. Dazu private Kliniken, stabile Infrastruktur, eine politische Kultur, die so solide wirkt wie der Kalkstein unter den Häusern. Wer möchte, kann hier sogar eine eigene kleine Privatinsel erwerben. Für manche ist das ein Traum, für andere Realität. Von dort gleiten wir weiter zu Antigua und Barbuda, dem Land mit angeblich 365 Stränden, einer für jeden Tag im Jahr. Manche nennen das Marketing. Doch wer dort war, weiß, dass das Meer wirklich wie eine endlose Galerie aus Türkistönen wirkt. Antigua gilt zudem als eine der sichereren Inseln der Region, mit niedriger Kriminalität und gutem Anschluss an die Welt durch den internationalen Flughafen. Barbuda ist wilder, rauer, fast unberührt. Für Rentner bedeutet das die Wahl zwischen Komfort und Ursprünglichkeit, zwischen mondäner Hafenbar und fast leerem Strand. Ganz anders wirkt Dominica, die Naturinsel. Sie ist keine Postkarte, sie ist ein Herzschlag. Regenwald spannt sich wie ein grünes Dach über die Hügel, Flüsse rauschen wie Adern durch die Landschaft und vor der Küste ziehen Wale wie wandernde Kathedralen. Hier ist das Leben bescheidener, die Kosten überschaubar. Eine kleine Wohnung in Roseau gibt es schon für wenige $100. Gemüse auf dem Markt noch mit Erde an den Wurzeln. Für Pensionäre mit schmaler Rente ist Dominica der Ort, an dem das Geld reicht und die Natur dich reich macht. Doch nicht jeder will Wildnis. Viele suchen Ruhe und Struktur. Und da kommen die Turks and Caicos ins Spiel. Allen voran die berühmte Grace Bay, deren Sand unter den Füßen seufzt wie Samt. Die Infrastruktur ist bemerkenswert für eine Insel dieser Größe. Moderne Kliniken auf Providenciales und Grand Turk, betrieben nach internationalen Standards. Die Sicherheit ist hoch und wer hier lebt, spürt den Komfort eines Lebens, das zwischen Sonne, Strand und guter Gesundheitsversorgung balanciert. Hurricanes gehören dazu, aber sie sind Teil des Kalenders, nicht der Ausnahme. An 6. Stelle hören wir die Stimme von Curaçao. Willemstad leuchtet in Pastellfarben, die Häuserfronten sind so bunt wie Bonbonpapier. Und doch ist dies kein bloßes Bilderbuch. Curaçao liegt außerhalb der klassischen Hurrikanbahnen, ein Argument, das für viele mehr zählt als Postkartenidylle. Die Menschen sprechen Papiamentu, Niederländisch und Englisch und die Atmosphäre ist karibisch, aber mit einem urbanen Puls. Wer Stabilität sucht und doch die Nähe des Meeres, findet hier ein sanftes, verlässliches Zuhause. Dann Barbados, die Insel der alten Eleganz. Hier ist alles ein wenig geordneter, ein wenig strukturierter. Die Gesundheitsversorgung ist vorbildlich. Das Queen Elizabeth Hospital mit seinen 100 Betten ist das Herz des Systems, ergänzt durch private Anbieter. Und während andere Inseln vor allem mit Strand locken, bietet Barbados auch moderne Visa-Optionen, etwa den Welcome Stamp für digitale Nomaden oder Pensionäre, die länger bleiben wollen. Barbados ist kein billiges Ziel, aber eines, das Sicherheit und Verlässlichkeit verspricht. Von dort weiter nach St. Lucia, wo die Pitons wie zwei dunkle Kathedralen aus Basalt in den Himmel ragen, UNESCO geschützt, heilig für die Einheimischen, magnetisch für Besucher. Die Insel lebt vom Kontrast. Rodney Bay bietet Komfort, Restaurants, Yachthäfen, während Soufrière und der Süden eine rohe, ursprüngliche Seele offenbaren. Wer hier seinen Lebensabend verbringt, lebt zwischen Luxus und Einfachheit, zwischen Orgelpfeifen aus Fels und sanftem Rauschen der Brandung.
Grenada, die Gewürzinsel, empfängt dich mit dem Duft von Muskat und Kakao. Grand Anse Beach lächelt 2 Meilen lang und doch ist dies nicht nur ein Ort für Urlauber. Grenada hat gelernt, mit Katastrophen umzugehen. Als Hurricane Beryl 2024 die Region traf, aktivierte die Regierung als erste überhaupt eine sogenannte Hurricane-Klausel in ihren Staatsanleihen, um Zeit für den Wiederaufbau zu gewinnen. Diese Resilienz macht die Insel auch für Rentner attraktiv. Hier versteht man, dass Leben nicht nur Sonne ist, sondern auch Sturm und dass man beidem standhalten muss. Dann Anguilla, klein, elegant, diskret. Hier gilt die Stille als Luxus. Weiße Strände, wenige Autos, exquisite Restaurants. Wer hier lebt, sucht nicht Masse, sondern Klasse. Das Einwanderungsrecht ist klar. Daueraufenthalt gibt es für Immobilienkäufer ab 750.000 US-Dollar. Kein versteckter Trick, kein vages Versprechen, sondern ein ordentlicher, transparenter Weg. Für Rentner bedeutet das Planbarkeit und Ruhe. Die britischen Jungferninseln, ein Archipel für Segler und Individualisten, sind der nächste Schritt. Kriminalität niedrig, die Kliniken ordentlich ausgestattet, das The Orlando Smith Hospital sogar von internationalen Organisationen mit Bestnoten bewertet. Residency gibt es hier nicht per Mausklick. Ein offizielles Investorenprogramm ist in Vorbereitung. Staatsbürgerschaft gibt es nicht zu kaufen. Wer hier lebt, tut es bewusst und lebt damit in einer der ruhigeren, exklusiveren Nischen der Karibik. Belize folgt als Stimme Nummer 12. Englisch ist Amtssprache, das Barriereriff schimmert vor der Küste und die kleine Insel Kai Caulker flüstert dir ihr Motto zu: Go slow. Wer hier altert, altert langsamer. Praktisch dazu das Qualified Retirement Program. Schon ab 40 Jahren kann man einsteigen, wenn man $2.000 pro Monat aus ausländischen Quellen nachweist. Aufenthaltsdauer: nur 30 Tage im Jahr. Für viele, die einen flexiblen Plan B suchen, ist das die einfachste Tür zur Karibik. Und schließlich Saint Martin, eine Insel mit 2 Flaggen. Niederländische Ordnung trifft französische Leichtigkeit und zusammen entsteht ein kosmopolitischer Alltag. Hier kannst du niederländische Investorenvisa nutzen, Immobilienprogramme oder Pensionsregelungen. Die Märkte sind bunt. Die Menschen sprechen mehrere Sprachen und die Fährboote nach Anguilla oder St. Barts legen ab, als wäre die Karibik ein Dorf. Und wenn man schon die Nachbarschaft betrachtet, lohnt ein Seitenblick auf die Cayman Islands. Sie sind der Inbegriff von Stabilität, Top-Infrastruktur, über 200 registrierte Gesundheitseinrichtungen, Pflichtversicherung, aber dafür eine Versorgung, die internationales Niveau hält. Wer dauerhaft bleiben will, muss tief in die Tasche greifen. 2 Millionen Cayman-Dollar Immobilienwert für ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Doch dafür bekommt man ein Leben in einer der politisch stabilsten und am besten organisierten Jurisdiktionen der Karibik. So stehen sie da, 13 Stimmen, 13 Inseln. Manche singen laut von Steuervorteilen, andere flüstern leise von Sicherheit, wieder andere summen nur im Takt der Wellen. Welche Stimme dein Herz erreicht, das entscheidet nicht die Postkarte, sondern dein inneres Ohr. Ruhestand ist kein Rückzug, er ist ein Ortswechsel. Und vielleicht ist dieser Ort kein Haus im eigenen Land, sondern eine Veranda irgendwo zwischen Rum, Regenwald und Riff. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.